Ich bin der Adriano Raffel, bin hauptberuflich Polizeibeamter und nebenberuflich Hobbyfotograf. Irgendwann bin ich früher zum Morgens auf dem Berg, auf dem Gipfel oben gestanden und habe einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen und habe mir gedacht, den kann man eigentlich einmal im Bild festhalten, also wie es im Kopf eigentlich an, obwohl das schwierig ist. Je höher man ist, umso mehr Farben hat man zur Auswahl. Weil wenn ich da jetzt weiter heraus irgendwo auf einem Gipfel stehe, stehen mir andere Gipfel wieder im Weg. Und ich habe nie mehr die Auswahl an Farben, was ich ganz hinten drin habe, am Talschluss. Umso höher die Gipfel sein, umso extremer sind die Farben. Da kann da kein Filter mehr nachhelfen. Es ist ja schon der Zustieg. Ja, andere sagen vielleicht, sie gehen Yoga und meditieren. Und ich gehe halt mit der Stirnlampe bewaffnet mit ein paar Freunden, mit ein paar Familienmitgliedern, gehe auf Skitour und da höre ich nur in Schnee knirschen unter den Füßen drin und da sehe ich mal einen Vogel vielleicht noch vorbei. Aber das ist unbeschreiblich. Ja, die Stimmung, die ändert sich fast minütlich und darum bin ich auch immer eine Stunde mindestens vorher da oben am Gipfel, weil man einfach die Stunde, die 1,5 Stunden oder die Stunde nach dem Sonnenaufgang, je nachdem wie die Nebel vorbeiziehen, wie die Wolken vorbeiziehen, da kann man 2 Stunden am Gipfel verbringen und es wird nie langweilig. Das ist der beste Spielfilm. Also da bist du so klein auf dem Gipfel oben und im Hinterkopf ist einfach das Erlebnis. Nicht nur der kurze Schnappschuss, danach das Foto. Im Hinterkopf ist das ganze Gefühl. Sonnenaufgang, Untergang, die Nacht, das zählt alles dazu. Nebenbei wird ein Foto geschossen. Es ist unmöglich, das jemandem zu beschreiben, der das nicht selber erlebt hat. Man steht am Gipfel und ist ja, sprachlos. Also da wird nicht viel geredet mit den Begleitern. Jeder schaut in eine Richtung. Ich schaue ab und zu nach hinten auch wegen der Farben. Aber die Stimmung, die ändert sich. Jeder Gipfeltour, jeder Sonnenaufgang ist komplett anders. Da zählt alles dazu. Die Begleitung, wer dabei ist, kommt darauf an, was für eine Stimmung man ist. Die Luft am Berg, der Wind, die Geräusche, das zählt alles. Und am Bild siehst du eben nur die Farben und den Sonnenaufgang.